In den letzten Wochen ist aus einer abstrakten Idee vom eigenen Zuhause plötzlich ein sehr konkreter Drang geworden. Und wir machen Nägel mit Köpfen, auch wenn Zweifel mitfahren, denn wir kennen uns. Wer uns kennt, der weiß, wir sind auch sehr impulsive Käufer und das könnte heute gefährlich werden. Wir besuchen verschiedene Immobilien. Der schwedische Landhausstil und die Idee vom eigenen Bootssteg bringen das Kopfkino auf Hochtouren. Doch die Tatsachen holen uns schnell ein. Schiefe Böden, Großprojekte und die sich aufdrängende Frage, welchen Herausforderungen wir am Ende wirklich gewachsen sind. Und trotzdem, das Gefühl lässt uns einfach nicht mehr los. Schweden war eigentlich gedacht, um das auszuschließen. Das Gegenteil ist passiert. Hey, hey, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir sind wieder unterwegs, denn wir haben heute einen wichtigen Termin. Ich bin ein bisschen nervös, aber das Gute ist ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind etwas früh dran, haben zu viel Zeit eingerechnet und das gibt uns die Gelegenheit, hier nochmal runterzukommen in dieser schönen schwedischen Natur. Wir haben wieder einen schönen See gefunden und ich glaube, das hilft auch ein bisschen, die Nerven zu beruhigen. I haven't felt the sun or the blowing of the wind. Don't know where it goes. Haven't heard. Stay strong. To feel love, to be. I haven't read a book without skipping a page. I don't take the time. I don't know how to wait to be happy. Stay strong. To feel love, to be known. Ist einfach die perfekte Nervennahrung. Ist richtig lecker. Ist ein Roggenbrot mit Walnüssen und Oliven. Das Beste ist ja, also wir waren ja letzte Woche bei Laura und André zu Besuch und haben ihnen ein bisschen bei ihrem neuesten Projekt geholfen. Und jetzt haben sie uns einfach ein halbes Brot von ihnen mitgegeben, denn sie machen das ja selber aus Sauerteig. Das ist einfach so gut und ja, man merkt auch wieder, was für einen Vorteil ein Haus bringt, denn wir haben ja auch einen Sauerteig mit, aber ich mache viel zu selten Brot damit, weil es einfach so viel Aufwand ist und so viel Arbeit macht und Unordnung im Van. Guter weiterer Grund, um ein Haus zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sind genau diese Plätze, die wir immer wieder hier in Schweden finden, einfach ein Traum. Ich hatte mir das gar nicht so vorgestellt. Ich dachte immer, es seien sehr viele Camper unterwegs. Es sind auch viele Camper, aber es gibt so viele versteckte, schöne Plätze, die man einfach so findet. Also für mich ist das richtig das Paradies, was wir hier gefunden haben. Und wie Jessie schon im letzten Video erwähnt hatte, sind wir eigentlich nach Schweden gekommen, um Schweden auszuschließen für mögliche oder für zukünftige Pläne, wo wir leben wollen, was wir machen wollen. Aber es fällt uns von Tag zu Tag einfach schwieriger. Und weil es so schwierig ist und weil wir die letzten Wochen so gute und schöne Erlebnisse gehabt hatten, haben wir uns jetzt einfach entschieden, ein Haus anzuschauen. Wie verrückt ist das bitte? Wir haben uns zwar gesagt, wir fahren dahin und schauen es uns einfach mal an, einfach mal um ein Feeling zu bekommen, wie so ein Hauskauf abläuft, aber
wer uns kennt, der weiß, wir sind auch sehr impulsive Käufer und das könnte heute gefährlich werden. Das war jetzt wirklich der perfekte Zwischenstopp. Wunderschön gelegen, gutes Essen, was will man mehr? Aber langsam steigt auch meine Nervosität und es wird Zeit, dass wir losfahren, damit wir nicht zu spät kommen. Ist nicht weit, aber ja, machen wir uns fertig und fahren zu unserem Termin. Charmantes Ferienhaus in malerischer Umgebung mit Blick auf den See, einen Steg und eine Bootsrampe am See. Ein wahres Juwel, umgeben von prächtigen Beeren- und Pilzfeldern. Das Ferienhaus verfügt über 4 Zimmer, davon 3 Schlafzimmer und eine Küche mit Holzofen. Das großzügige Grundstück von 3045 Quadratmeter bietet Obstbäume, Beerensträuche und beste Anbaumöglichkeiten. Hört sich gut an. Ja. Okay, ich glaube, das ist es. Ui, hier stehen schon richtig viele Autos. Ja, aber ist es vielleicht wegen der Baustelle auf der rechten Seite? Nein, die sind wegen des Hauses hier. Okay. Okay, Naja. parken wir, oder? Ja, wir parken mal. Am besten im Schatten. Ich bin ja schon richtig gespannt, wie das hier wird. Also, man sieht's, wir sind nicht alleine. Ich glaube, das wird auch ein bisschen schwieriger sein, um aufzunehmen, als wir uns das vorgestellt haben. Aber ja, die Lage sieht auf jeden Fall schön aus. Wir laufen zum ersten Mal auf das Grundstück und versuchen, alles auf uns wirken zu lassen. Um uns herum sind schon einige andere Interessenten und in uns drin breitet sich ein wilder Mix an Gefühlen aus. Vorfreude, große Neugierde und ehrlich gesagt auch ein ganz schönes Stück Verunsicherung. Drinnen starten wir im Erdgeschoss. Oh, das ist ja richtig süß hier. Also klar, man muss was machen, aber wir haben ja gesagt, es ist gefährlich. Küche und Wohnzimmer verströmen sofort diesen nostalgischen Schwedenhaus-Charakter. Im Wohnzimmer merkt man, dass hier schon mal Hand angelegt und alles ein bisschen aufgefrischt wurde. Es wirkt auf Anhieb einladend und richtig gemütlich. Auch die Küche versprüht mit dieser Retro-Einrichtung einen ähnlichen Charme, besonders mit den vielen Details und einem tollen Blick auf den See. Eigentlich eine schöne Basis. Aber ein paar Sachen sind hier schon ein bisschen seltsam. Also da oben die Decke, der Boden, also man muss auf jeden Fall auch noch was machen, auch hier in der Küche. Aber der Herd ist ja mega und irgendwie hat es schon seinen Charme. Oh. Über die ziemlich steile Treppe geht's nach oben. Hier warten 3 kleinere Schlafzimmer, die deutlich neuer wirken. So viele Schlafzimmer brauchen wir zwar gar nicht, aber im Kopf richten wir schon ein Arbeitszimmer ein und vergrößern das Schlafzimmer. Und das Beste, der Blick auf den See durch die Baumkronen lässt einen noch mehr träumen. Wieder draußen entdecken wir die nächste Überraschung. Die Dusche ist direkt an die Scheune angebaut. In der Scheune selbst befindet sich eine kleinere Werkstatt. Für uns natürlich ein absoluter Jackpot. Hier könnten wir alle anstehenden Heimwerkerprojekte rund ums Haus, aber auch außerhalb umsetzen, Werkzeug lagern und uns richtig austoben. Zu guter Letzt wartet hier auch noch die Trockentoilette. Klingt rustikal, ist es auch, aber immerhin scheint es genauso liebevoll gestaltet wie das gesamte Haus. Also hier hat man auf jeden Fall eine gute Aussicht, wenn man auf Toilette geht. Aber gar nicht mein Ding. Ich weiß nicht, ob ich mich getrauen würde, auf Toilette zu gehen, wenn Tom Cruise hier zuschaut.
Da kommt man schon ins Träumen. Das ist wirklich gefährlich. Ja, also wir haben viele Fragezeichen, aber man hat gleich schon Bilder im Kopf, wie man ein paar Sachen machen könnte, ändern könnte und wie das dann aussehen könnte. Viel könnte, aber eben auch viel Kopfkino. Ja, schwierig. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall auch noch ein Stück weiter runter, denn zu diesem Haus hier gehört auch ein Bootsanlegeplatz, ein kleiner. Den wollen wir uns natürlich auch noch angucken. Was für ein Start in den Tag. Also ich würde sagen, jetzt sind wir wach. Ja, vor allem tut das richtig gut, morgens aufzustehen und ins Wasser reinzuspringen. Also, ich genieße es. Ja, tut wirklich gut. Ja, und ich muss sagen, also gestern Abend war es ja ein bisschen schwierig mit der Stellplatzsuche, weil es sich doch recht in die Länge gezogen hat, unser Hausbesuch. Und eigentlich, also wir sind ziemlich nah an der Hauptstraße, man hört den Verkehr. Aber trotzdem so. Also diese Aussicht hier auf diesen See, ich glaube, Ja. es gibt schlechtere Plätze. Auf jeden Fall. Nachdem wir gestern mit der regulären Besichtigung quasi durch waren, sind wir ein bisschen, ja okay, bei uns dauert alles ein bisschen länger. Und wir hatten dann aber dafür das Glück, dass die Besitzer des Hauses zurückgekehrt sind und wir ein bisschen mit ihnen quatschen konnten. Wir waren dann zusammen auch noch mal im Haus und es war schon sehr interessant, zum einen natürlich eben die Infos von den Maklern vorher zu erhalten und diese Fakten zum Haus, aber dann auch die persönlichen Eindrücke und verschiedene Anekdoten von den Besitzern zu hören. Und auch andere Informationen zu erhalten. Genau, also teilweise haben sich die Infos ja auch widersprochen von dem, was die Besitzer gesagt haben und was die Makler gesagt haben. Was aber eigentlich ein schönes Gefühl auch gab, weil die Besitzer dann offensichtlich sehr ehrlich waren, denn die haben auch ein paar Sachen erzählt, die eben nicht ganz so ideal laufen. Ja, also es war richtig ein schönes Gespräch und hat unser Bild auf jeden Fall auch nochmal abgerundet von dem Haus. Und heute haben wir einen zweiten Termin. Wir gehen uns nochmal ein Objekt angucken. Das wird schon ziemlich anders sein, aber es wird, glaube ich, auch eine gute Gelegenheit sein, die Learnings jetzt mitzunehmen von der gestrigen Besichtigung und das dann auch zu vergleichen. Seit wir wieder in Europa sind, rückt das Thema Gesundheit wieder viel mehr in unseren Fokus. Wir achten wieder mehr auf ausgewogene Ernährung und versuchen uns auch mehr zu bewegen, was mal besser, mal weniger gut klappt. Und trotzdem haben wir eben auch das Gefühl, dass dem Körper immer noch was fehlt. Bei mir zeigt sich das vor allem zum Beispiel bei den Haaren. Ich habe ja sowieso feines Haar, aber durch die Panamericana wurde es noch mal mehr mitgenommen und es ist jetzt so brüchig und spröde. Und gerade in stressigen Phasen merke ich allgemein, dass ich auch verstärkten Haarausfall habe.
Ja, und ich fühle mich auch immer wieder so aufgedunsen und als hätte ich so Wassereinlagerungen. Genau da setzen meine Begleiter von Naturtreu an, die seit ein paar Wochen schon zu meiner Routine gehören. Zum einen habe ich den Komplex Wasserbalance, der mir eben beim Thema der Aufgedunsenheit und diesen Wassereinlagerungen hilft. Als zweites habe ich den Komplex Zauberhaft, der hilft mir bei Haut und Nägeln, aber eben auch bei den Haaren. Und als drittes nutze ich den Metabolismuskomplex Stoffwechsel, der eben wie der Name schon sagt, mir hilft bei Sachen rund um den Stoffwechsel und auch den Blutzuckerspiegel. An Naturtreu schätze ich besonders, dass die Inhaltsstoffe zu 100% pflanzlich und vegan sind, ganz ohne unerwünschte Zusätze. Die Produkte werden in Deutschland hergestellt und auch regelmäßig durch TÜV-zertifizierte Labore unabhängig geprüft. Das gibt mir ein gutes und sicheres Gefühl. Dank der 30 Tage Zufriedenheitsgarantie könnt ihr alles völlig unkompliziert und risikofrei testen. Neukunden sparen außerdem mit dem Code CHIRPI15 15% auf ihren Einkauf und bestehende Kunden erhalten mit dem Code CHIRPI10 10% Rabatt. Scannt dazu am besten unseren QR-Code ein oder klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Tut eurem Körper auch was Gutes. Wir sind ein kleines Stückchen weiter gefahren in einen nahegelegenen Wald. Und hier merkt man gleich, wie die Temperaturen runtergekommen sind, denn auch hier in Schweden herrscht wie in vielen Orten Europas eine richtige Hitzewelle. Nicht nur wir spüren das, sondern auch Baxi. Baxi ist schon 13 Jahre alt, der merkt es natürlich am meisten. Und deshalb versuchen wir entweder irgendwann im Wasser zu sein oder im Wald laufen zu gehen, damit er sich besser fühlen kann. Jesse bereitet noch kurz was zu essen für ihn, denn er hat natürlich auch ganz viele Allergien, so wie ich auch. Da ergänzen wir uns ziemlich gut. Und dann laufen wir in den Wald. Ja, und leider ist Baxis Ernährung wegen der Allergie nicht sehr ausgewogen, darum kriegt er auch ein bisschen was extra. Bevor wir loslaufen, möchte ich noch eine Sache ansprechen. Seit wir in Schweden unterwegs sind, erhalten wir immer wieder Nachrichten, weshalb wir keine Ortsangaben machen, wo wir uns befinden, weshalb wir die Stellplätze nicht teilen, weshalb wir nicht die Seen markieren, wo wir uns aufhalten. Und das hat einen einfachen Grund. Schweden könnte vielleicht in der Zukunft unser neues Zuhause sein und da wollen wir einfach unsere Privatsphäre schützen. Wir wollen ein Zuhause haben, wo wir uns einfach zurückziehen können, wo wir Freunde, Familie besuchen, also wo uns Freunde und Familie besuchen kommen können, wo wir vielleicht auch mal nackt durch den Garten rennen können. Nicht, dass wir das immer machen, aber es könnte durchaus mal passieren. Und deshalb versuchen wir das so ein bisschen zu schützen und ja, das Ganze ein bisschen privat zu machen. Das war eine bewusste Entscheidung, die wir, als wir nach Schweden gekommen sind, beschlossen hatten. Und wir hoffen, ihr könnt das verstehen. Falls ihr mehr von uns sehen und hören möchtet, wir haben einen Patreon-Kanal. Da gibt es noch viel mehr von uns zu sehen und zu hören. Wir haben auch einmal im Jahr gibt's ein Patreon-Community-Treffen, wo wir uns persönlich für ein ganzes Wochenende mit unseren Patrons treffen, wo wir eine richtig coole Zeit zusammen verbringen. Und das ist das, wo wir dann auch gerne uns mit den Leuten treffen. Also nicht, dass wir uns hier in Schweden verstecken, auf jeden Fall nicht. Also wir treffen ja immer wieder gerne neue Leute und verbringen auch Zeit gerne mit den Leuten zusammen. Aber wenn es um die Haussuche geht, wollen wir das doch ein bisschen privat für uns handhaben. Und wie gesagt, wir hoffen, ihr versteht das. Wir haben uns natürlich seit der Hausbesichtigung auch nochmal Gedanken gemacht, wie das so lief, versucht unsere Gedanken zu sortieren, denn es
wir haben es ja von Anfang an gesagt, wir sind Impulskäufer und auch wenn das bisher immer geklappt hat und wir gute Entscheidungen getroffen haben, hatten wir schon ein bisschen Angst davor, dass wir vielleicht zu emotional werden und uns da vielleicht zu sehr reinträumen. Und bei mir war das auf jeden Fall am Anfang der Fall. Also ich hatte keine hohen Erwartungen oder ich habe es versucht, mir das einzureden zumindest. Und dann, als wir da waren, fand ich es schon wirklich echt süß, weil man hat gemerkt, dass das mit Liebe eingerichtet wurde. Da waren ganz viele Sachen, die uns die Besitzerin nachher auch gesagt hat, dass sie die beim Loppis geholt hat. Und einfach, ja, man konnte sich so richtig reinträumen in das Haus, auch mit dieser Bootsanlegestelle am See. Im Winter kann man Schlittschuh laufen, wenn der See so zufriert. Und im Sommer natürlich sieht man sich total in diesen heißen Sommertagen, wo man runter an den See geht, baden geht. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war am Anfang schon sehr euphorisch. Aber zum Glück haben wir da ein paar Runden machen können und dann kriegt man ja langsam so den Blick frei für die ein bisschen realistischere Einschätzung. Ich glaube, so im Grundsatz würde das Haus eigentlich schon ziemlich gut zu uns passen. Es hat wirklich viele Boxen abgehakt, die wir so haben. Also gerade auch mit dem See, der da ganz in der Nähe ist, die Wälder, also anscheinend gibt es da auch Elche in den Wäldern und also ja, von der Lage her grundsätzlich schön, auch im Grundstück selber mit dem Nebengebäude für Gartengeräte, einfach Lagerplatz, vielleicht eine Werkstatt. Mehr Raum brauchen wir eigentlich gar nicht. Genau, ich glaube quadratmetertechnisch hat das eigentlich so gepasst und ihr könnt ja vielleicht auch mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr schätzt, was der Startpreis für dieses Objekt ist. Ja. Wir lösen es natürlich nachher dann auch auf. Aber natürlich gab es nicht nur gute Seiten, Genau. sondern auch ein paar Sachen, die mir persönlich nicht so gefallen haben. Das eine ist die Ausrichtung des Hauses. Wir waren da um 4 oder um 5? 5, glaube ich. 5 Uhr. Ja. Da ging es ziemlich schnell, bis das Haus im Schatten war. Und vor allem jetzt, wo die Tage so lang sind, finde ich es schade, wenn es um 5 schon oder um 5:30 schon dunkel ist im Haus. Das Haus steht auch an einem Hang, also die Ausrichtung, der Hang und auch der obere Stock, der wurde nachträglich gebaut. Das merkt man auch, dass die Höhe einfach nicht gegeben ist. Für uns soweit eigentlich kein Problem, ja, weil wir halt nicht so groß sind. Man könnte oben die Zimmer natürlich auch komplett nochmals anders sortieren. Und das würden wir auch tun, also aus den 3 Zimmern würden wir 2 machen wahrscheinlich. Genau. Und für mich eines der großen Minusdinger ist, es gibt kein Bad. Also es gibt ein Außenbad bzw. eine Außentoilette und eine Außendusche. Im Sommer okay, aber im Winter habe ich keinen Bock rauszugehen und da zu duschen. Gibt auch ein Waschbecken im Eingangsbereich. Ja, das stimmt, ja. Von dem her, das müsste man machen. Also ein großer Vorteil, es gibt ein 3-Kammer-System für das Abwasser und einen Brunnen auf dem Grundstück, der glaube ich 80 oder 90 Meter tief gebohrt wurde. Ja, irgendwie so. Also der geht richtig tief. Aber auch da, das ist positiv, aber auch negativ, weil man es mit den Nachbarn teilen muss. Genau, und das ist zwar alles schriftlich festgelegt, aber ich weiß nicht, man hört immer wieder von Nachbarschaftsstreitereien und wo halt vielleicht mal eine Einigung war, aber dann ist es dann irgendwann doch nicht so aus irgendeinem Grund. Und das ist für uns schon ein bisschen so ein Fragezeichen, obwohl wir wissen, dass in Schweden sehr viel mit den Nachbarn zusammen organisiert wird und so, also dass das nicht so unüblich ist. Aber für uns, ja, nicht ideal. Ist es ein Fragezeichen einfach. Ja. Und noch ein großes Fragezeichen ist auch der untere Steg, also diese Bootsanlegestelle. Da muss man durch das Grundstück vom Nachbar laufen und der Rasen wird da sehr selten gemäht. Also man hat schon gesehen, wo wir durchgelaufen sind, da waren links und rechts fast 1 Meter Rasen und wenn es gemäht ist, ist okay, aber die Nachbarn haben uns auch erzählt, dass sie neue Nachbarn bekommen haben. Also nee, die Besitzer haben uns das erzählt, dass sie neue Nachbarn haben. Genau. Und dass die das nicht mehr ganz so gerne machen und andere Sachen im Vordergrund stellen. Obwohl eben hier auch die Abmachung ist, dass das die Nachbarn machen, weil es deren Grundstück ist. Ich meine, es wäre kein Problem, das selber zu mähen, aber eben so diese Nachbarschaftssache. Ja, genau. So, und ich muss jetzt kurz auf unsere Liste gucken, weil es waren so viele Punkte. Ach ja, Badezimmer. Genau. Bei dem war ja noch die Frage, wo würde man ein Badezimmer hintun? Und nach oben würde es keinen Sinn machen, das zu legen. Also man müsste eigentlich unten was anbauen. Also einen ganzen Raum anbauen. Und das ist natürlich technisch grundsätzlich möglich, aber es ist schon ein großes Projekt. Ja. Haben wir so ein bisschen Angst, was da auf uns zukommen könnte. Und
was auch noch war, der Boden ist schräg. Ja. Also wenn man da in der Küche steht, merkt man, dass man so ein bisschen den Hang runter mit absinkt. Wir hatten das erst gar nicht gemerkt. Als uns der andere Besucher uns das gesagt hat, ist es uns aufgefallen. Also, genau, und das ist halt auch wieder sowas, wo man dann gucken muss, ja, muss man jetzt den ganzen Boden begradigen? Das ist auch wieder umfangreicher. Also ja, ich glaube, es gibt ein paar Pros und ein paar Kontras. Kontras, ja. Genau. War auf jeden Fall gut, dass wir uns das Haus mal angeschaut haben, so einen kleinen Richtwert zu bekommen, wie sowas aussieht. Und ja, zum Preis. Es fängt bei 55.000 Euro an, was eigentlich ein Schnäppchen ist. Klar, es gibt noch viel zu tun, aber ja. Aber wir müssen das auch ins Verhältnis setzen. Das war jetzt das erste Haus, das wir gesehen haben und wir haben den Vertrag nicht unterschrieben. Nee. Wir sind noch keine Hausbesitzer und darum wollen wir da einen Vergleich haben, damit wir ein bisschen sehen, wo wir uns da allgemein im Kontext befinden. Und darum sehen wir uns heute noch ein zweites Haus an. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich da. Und hier sind wir bei unserer zweiten Hausbesichtigung in Schweden. All das ja, gehört dazu. Also alle Häuser, die wir hier sehen, sind 1, 2, 3, Krass. 4, 5. Ja. Ja, die einen stehen besser da, die anderen nicht so gut. Ja, aber es wirkt auch alles größer, als ich erwartet hatte von den Bildern her. Ja, wir sind ein bisschen zu früh hier, aber der Makler hat schon gesagt, wenn wir früher kommen, sollen wir uns einfach schon mal umgucken. Und ich glaube, das machen wir einfach, oder? Ja. Umso besser. Unsere zweite Hausbesichtigung startet mit einem richtig guten Gefühl. Das Grundstück punktet sofort mit seinen alten, starken Bäumen, einem weiten Blick in die Umgebung und mehreren Nebengebäuden. Also der Makler hat ja gesagt, dass der Rasen länger nicht gemäht wurde. Stört uns ja grundsätzlich nicht. Wir haben aber drum auch feste Schuhe angezogen und lange Hosen, denn wäre nicht unsere erste Kreuzotter, über die wir stolpern. Wir haben ja vor ein paar Tagen erst eine gesehen, direkt auf dem Weg. Und die mögen ja hohes Gras. Also ich hoffe, wir haben hier keine Überraschungen. Aber auf der anderen Seite, ich dachte, das Gras wäre noch höher. Ja, dachte ich auch. Ja, das klang echt bedrohlich, wie er das geschrieben hat. Aber er ist jetzt auch angekommen und holt jetzt gleich die Schlüssel, dann dürfen wir auch in die Häuser reinschauen. Unsere Runde beginnen wir in einem kleinen Nebenhaus. Das wurde bisher als Arbeitszimmer genutzt und wäre für uns das perfekte Gästehaus. Danach geht's ins Haupthaus, das von innen noch mal größer wirkt. Man sieht sofort, dass das hier mal ein funktionales altes Farmhaus war. Die Räume sind großzügig geschnitten und wir entdecken direkt ein paar echte Besonderheiten, die uns richtig gut gefallen. Aber auch wenn wir hier einige tolle Details finden, über etwas können sie nicht hinwegtäuschen. Also man merkt schon hier, dass das Haus ist in einem ganz anderen Zustand. Das Badezimmer, gut, hier gibt es wenigstens ein Badezimmer, ne? Das ist ja ein Fortschritt im Vergleich zum anderen. Aber das muss auf jeden Fall gemacht werden. Und der Makler hat vorhin auch von einem Wasserschaden hier erzählt, von der Waschmaschine. Darum ist das ganze Haus schief. Und man sieht hier auch den Wasserschaden, den sie hatten. Also da muss man auf jeden Fall auch in die Wände rein. Also das ist nochmal ein viel größeres Projekt hier. Während wir die Hiobsbotschaften aus dem Haupthaus sacken lassen, ziehen wir weiter in die restlichen Nebengebäude. Erstmal zur ehemaligen Scheune. Als wir das große Tor öffnen, stehen wir in einer großen Garage und im Kopf sehen wir da schon unseren Synchro drin stehen. Auch die solide Werkstatt daneben würde bei uns definitiv rege genutzt werden. Wäre da nicht schon wieder ein Wasserschaden. Aber so wie das Sonnenlicht durch die Holzplanken scheint, fragen wir uns echt, wie der Makler trocken definiert. Zu guter Letzt gibt es noch eine zweite, kleinere Garage am Rand des Grundstücks und ein süßes, kleines Zusatzhüttchen direkt am Eingang. Mit dem Grundstücksplan in der Hand versuchen wir alles noch einmal in den Kontext zu bringen. Aber je mehr wir das Gesamtbild betrachten, skeptischer werden wir. Wow. Sind beide ein bisschen erschlagen von den Eindrücken.
Also gerade irgendwie ist es total traumhaft. Man hört rundherum nichts. Die Vögel zwitschern, es sind wunderschöne große Bäume. Und Aber eigentlich passt vieles, aber vieles ist passt auch nicht. Also vieles ist sehr viel Arbeit. Aber ich glaube, wir müssen unsere Gedanken mal sortieren und irgendwie alles auf die Reihe bringen, was wir jetzt hier gesehen haben. Das war doch ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt haben. Ja, sehr. Ich glaube, wir fahren jetzt zum Stellplatz. Wir müssen uns irgendwo einen Platz suchen für die Nacht. Haben wir noch keinen, oder? Nee. Und dann schauen wir weiter. Warm ist es. I got asked to sing a funeral tomorrow. Something that I never thought I would do again. And it all brought me back to when. Guten Morgen. Wir haben uns das alles von gestern nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und alles etwas sortiert, denn ja, als wir angekommen sind, hatten wir eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl. Also das Grundstück hat eine gute Größe. Es gibt ein paar verschiedene Häuser mit Gästehaus, mit Werkstatt. Das Haupthaus ist auch erstaunlich groß und es gibt sogar Wasser und Strom. Also das ist schon mal eigentlich ein großes Plus. Aber je länger wir dann da waren, desto mehr Fragezeichen haben sich auch aufgetan und desto skeptischer wurden wir dann auch. Und tatsächlich gab es ein paar Dinge, die einfach gar nicht gut waren, wie zum Beispiel der komplett abgeschrägte Boden. Also Jessie hat es schon im Haus erwähnt. Es gab einen Wasserschaden und deshalb ist das Haus ein bisschen eingesunken auf einer Seite. Man könnte zwar den Boden wieder gerade machen, aber dann würde die Decke einfach so schräg sitzen. Also, und es war richtig extrem. Also man hat richtig gespürt, wie es einem zur Seite gezogen hat. Also das war... Ja, es war nicht wenig. Ja. Und man fragt sich ja dann auch, wie das die ganze Statik beeinflusst. Also da müsste man wirklich dahinter gehen und sehen, ob das Haus grundsätzlich überhaupt noch so stehen kann langfristig. Ja, weil auch ein paar andere Gebäude, die standen auch schon ein bisschen schräg. Ja, und in der einen Scheune gab es ja auch noch mal einen Wasserschaden vom Dach her. Also er hat uns gesagt, der Makler, dass es repariert wurde, aber wie gut wurde es repariert? Wurde es nur notdürftig repariert oder kann man davon ausgehen, dass das okay ist? Schimmelt der ganze Dachboden dann auch, weil halt da so viel Wasser drin war? Also es sind sehr viele Fragen. Ja, und dann muss man auch sagen, dass die Umgebung doch sehr anders ist, als wir es vom bisherigen Schweden kannten. Ja. Und auf Wie der wir einen uns auch Seite, vorstellen. Ja, Also, genau. Also auf der einen Seite war es ja schön, dass man einen weiten Blick hat, aber dieser weite Blick ist einfach auf Felder und Bauernhöfe, was nicht zwingend schlecht ist, aber Felder, da kommt ja die Ernte mit dazu und Staub und die ganze Bewirtschaftung. Und es ist nicht das Schweden, das wir suchen würden, wenn wir schon nach Schweden kommen würden. ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt. Es ist nicht das Schweden, was wir suchen. Also wenn nach Schweden, dann auf jeden Fall eher in der Nähe von einem Wald, von einem See. Der war ja da auch nicht vorhanden. Der war auch nicht vorhanden. Da müsste man mit dem Auto gehen und von dem her, ja, muss man sagen, die Grundsubstanz war in wirklich schlechterem Zustand als beim ersten Haus. Und es war noch viel teurer als das erste Haus. Das war, irgendwie habe ich das nicht ganz verstanden. Ja, Und auch das Grundstück war kleiner. es war ähnlich groß. Aber dafür, dass eben die Substanz schlechter ist und es uns auch nicht so gut gefallen hat, vom Setting her, es war nicht im Verhältnis.
gerade auch so im Vergleich vom zweiten zum ersten Haus, merkt man jetzt auch, wie diese leichte Schräge, die im ersten Haus war, ja, die kann man eigentlich mittlerweile fast eher nur belächeln. Das war ja gar nichts im Vergleich. Aber allgemein haben wir auch viel gelernt. Also beim zweiten Haus hat man einfach gemerkt, da wird nicht gewohnt, das ist nicht so persönlich. Und die Natur war auch nicht die, wie wir sie uns wünschen für Schweden. Und auf jeden Fall ist uns auch wichtig, wie die Ausrichtung des Grundstücks ist. Wir wollen, dass tagsüber Sonne ist, dass man nicht den ganzen Tag im Schatten ist. Jetzt im Sommer ist es natürlich angenehm, aber was ist, wenn die Tage kürzer sind und kälter vor allem, will man ja, dass man Sonne hat. Das haben wir auch bei Laura und andere gemerkt, also vor allem der Wintergarten. Also ich war praktisch immer da im Wintergarten, Ja. Ich habe den richtig schön gefunden. Und auch die Ausrichtung, also die Sonne, wenn die am Abend halt noch aufs Haus scheint, Ja. ist schon Gold wert, finde ich, also, oder finden wir zumindest. Ja, auf jeden Fall, da sind wir uns mal einig. Ja. Ja, also es war wirklich sehr lehrreich und mal sehen, wie gut wir das dann auf nächste Hausbesichtigungen auch anwenden können. Allgemein gibt es hier in Schweden ein paar Besonderheiten, wenn man sich ein Haus kaufen möchte, wie zum Beispiel der Preis. Der Preis, der ausgeschrieben ist, das ist nicht der Endpreis, sondern das ist eigentlich der Startpreis zu einem Bietverfahren. Somit kann der Preis ziemlich schnell in die Höhe schießen. Anders sieht es aus bei Häusern, die halt schon länger auf dem Markt sind und die niemand will, wie zum Beispiel das Haus, was wir gestern angeschaut haben. Da könnte man auch ein Angebot, was unter dem Startpreis liegt, setzen und dementsprechend muss dann der Hausverkäufer entscheiden, ob er das Objekt verkaufen will oder nicht. Und dann gibt es auch ein paar Dinge so zur Administrative rundherum. Also derjenige, der das Haus kaufen möchte und nicht Schwede ist, muss sich erst eine Koordinationsnummer holen. Man braucht auch eine Bank-ID und man muss von einem schwedischen Konto den Hauspreis bezahlen. Ja. Also es sind ein paar Formalitäten, die Und abgedeckt werden müssen. Das andere ist, ab dem 1. Juli wurden die Gesetze ein bisschen verschärft. Das heißt, um das Haus dann erwerben zu können, braucht man diese Nummer, die du erwähnt hast. Ja, aber ich würde sagen, es hat auf jeden Fall sehr geholfen, dass wir jetzt so ein bisschen konkreter in das Thema gekommen sind. Also auch diese logistischen Sachen rundherum nochmal genauer jetzt greifen können. Aber wir haben uns ja bewusst entschieden, oder wir haben es versucht, keine Entscheidung zu treffen und keine Kaufentscheidung. Dafür ist es einfach noch zu früh. Wir wollen da schon ein bisschen mehr vergleichen können und vor allem... Es gibt ja ein paar Regionen in Europa, die wir uns auch anschauen möchten. Also Schweden war eigentlich gedacht, um das auszuschließen. Das Gegenteil ist passiert. Wir haben uns in Schweden verliebt. Von dem her, ja. Mal sehen. Aber wir wollen den anderen Regionen doch noch eine Chance geben. Ja, und wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie unsere Reise oder unser Abenteuer zum Haus, zur Base weitergeht, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiter begleitet und unserem Kanal treu bleibt. Abonniert am besten den Kanal, dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. Hype das Video, like das Video, kommentiert. Wenn ihr Fragen dazu habt, ja, schreibt sie gerne unten in die Kommentare und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss! Tschüss!